1. Dezember 2021 könnte in die Geschichte der deutschen Raumfahrt eingehen. Warum? Nun, an diesem Tag wurde in Berlin die Deutsche New Space Initiative gegründet. Unter Federführung des BDI, des Bundesverbandes der deutschen Industrie, sprechen nun zahlreiche Unternehmen der deutschen Raumfahrtindustrie mit einer geschlossenen Stimme. Und die wird umso stärker und lauter, als dass dieser Initiative auch Unternehmen und Verbände beigetreten sind, die auf den ersten Blick mit Raumfahrt eigentlich nichts am Hut haben. Ich sprach mit Matthias Wachter, dem Abteilungsleiter für internationale Zusammenarbeit, Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt, über die Hintergründe zur Gründung dieser Initiative. What are they like? Heute großer Tag, 1. Dezember, Kick-Off der New Space Initiative des BDI. Was ist das und warum gibt es das? Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Wir kommen gerade von der Gründung der Initiative. Wir sind noch total begeistert und euphorisch und tolles Event gewesen. Was ist die New Space Initiative? Die New Space Initiative ist ein Zusammenschluss von über 30 Unternehmen. Unternehmen heißt Startups, New Space Startups, Raumfahrtkonzerne, Nicht-Raumfahrtunternehmen, Verbände, Vertreter der Landwirtschaft. All das zusammen unter einem Dach. Und was das verbindende Element ist, dass all die Mitglieder New Space wahnsinnig schätzen. Es ist eine Aufbruchsstimmung da und alle Mitglieder sind der Auffassung, dass New Space Teil der Lösung ist und unsere Welt, unsere Gesellschaft digitaler, grüner und innovativer macht. Und das verbindet uns und wir wollen gemeinsam New Space voranbringen. Und was das Neue an der ganzen Geschichte ist eben, dass es eine branchen- und industrieübergreifende Initiative ist, wo Player dabei sind, die man bisher, wenn wir über Raumfahrt und New Space geredet haben, nicht auf dem Zettel hatte. Und das macht es, glaube ich, spannend und sexy. Und gemeinsam kriegen wir, glaube ich, mehr PS auf die Schiene. Und da wollen wir jetzt loslegen. Was versprecht ihr euch als BDI von der Initiative, beziehungsweise hast du eine Ahnung, was sich die einzelnen Gründungsmitglieder von einer Mitgliedschaft in dieser Initiative versprechen? Also wir verfolgen im Prinzip 3 Ziele. Ziel Nummer 1 ist, wir wollen New Space und Non-Space besser miteinander vernetzen. Wir wollen Industrieunternehmen zusammenbringen mit jungen Raumfahrtunternehmen zum Beispiel. Wir glauben, dass beide Seiten davon profitieren können. Wir wollen zweitens natürlich auch den Austausch zwischen den Akteuren befördern und vorantreiben, also das Networking untereinander. Und wir wollen drittens auch die Interessen gegenüber der Politik vor allem gemeinsam vertreten. Und da glaube ich, dass wir vor allem beim Thema Interessenvertretung großes Potenzial, aber auch Bedarf haben. Der Koalitionsvertrag, der jetzt steht, der ist in vielen Bereichen sehr, sehr positiv. Er hat sehr positive Ausführungen zum Thema New Space und Raumfahrt, aber er ist eben auch sehr, sehr vage. Und ich glaube, es liegt jetzt an uns, Vorschläge zu erarbeiten, branchen- und industrieübergreifend und in diesen Prozess einzubringen und der Politik damit eine Hilfestellung zu geben, damit wir gemeinsam New Space Made in Germany Innovationen nach vorne bringen. Inwieweit war es da wichtig, dass diese Gründung am 1. Dezember, das heißt nur ein paar Tage nachdem der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, erfolgt ist? Also wir haben das nicht spezifisch wegen dem Koalitionsvertrag oder der Regierungsbildung jetzt getimt. Wir haben seit mehreren Wochen und Monaten überlegt, kann man sowas aufbauen? Wenn ja, wer ist dabei? Und ich muss sagen, der Spirit und die Anzahl der Unternehmen, die jetzt mitmachen, das hat uns positiv überrascht. Das hätten wir nicht erwartet. Und dass es jetzt der 1. Dezember geworden ist eher, sage ich mal, zufällig. Aber ich glaube, es liegt terminlich natürlich super. Wir haben jetzt den Koalitionsvertrag, am 6. Dezember soll der Kanzler gewählt werden, dann werden wir neue Minister sehen, die müssen anfangen zu arbeiten und denen können wir auf jeden Fall schon ein Angebot machen und unsere Ideen und unsere Vorschläge einbringen. Von daher glaube ich, dass die Initiative zum perfekten Zeitpunkt kommt. Jetzt hast du gesagt, ihr wollt 3 Themen bearbeiten und unter anderem der Politik eine Hilfestellung anbieten. Ist das tatsächlich das, wo es sich hin entwickelt, geballtes fachliches Know-how zu bündeln, um es an politische Entscheidungsträger zu transportieren? Oder ist die Initiative vielleicht auch dafür gedacht, die breite Öffentlichkeit zu informieren, was in New Space passiert, beziehungsweise was New Space überhaupt ist?
Also die Initiative ist auf jeden Fall mehr. Was wir natürlich am Ende des Tages wollen, ist, wir wollen für dieses Thema begeistern. Und da wollen wir nicht nur die Politik anzünden, sondern wir wollen das natürlich auch gesamtgesellschaftlich tun, weil dieses Thema gesamtgesellschaftlich relevant ist, weil in der Industrie, in den Unternehmen ohne Space heute schon nichts mehr geht, weil es noch wichtiger wird für Zukunftstechnologien wie autonome Fahren, Industrie 4.0, Smart Farming und, für den Klimaschutz. Und diesen Connex herstellen, diese Begeisterung schaffen, dass New Space Teil der Lösung ist und das vor allem wir in Deutschland riesiges Potenzial haben. Wir haben tolle Unternehmen, wir haben Supergründer, wir haben etablierte Unternehmen und all das können wir einbringen und das wollen wir natürlich mit der Initiative auch nach außen darstellen, ganz klar. Lässt sich die Mitgliedschaft in der Initiative mit dem Arbeitsalltag in einem New Space-Unternehmen oder in einem großen Unternehmen vereinbaren oder ist diese Initiative was, wo man sagt, da muss man jetzt noch viel Power reinstecken oder wie funktioniert das in der Praxis? Nein, also wir werden mit der Initiative natürlich jetzt auch Ressourcen aufbauen. Wir schaffen neue Kapazitäten hier im BDI, die wir für dieses Thema dann einbringen wollen und die wir für das Bespielen und das Führen der Initiative nutzen werden. Das heißt, wir werden am Ende mehr Kapazitäten und mehr Ressourcen haben, als wir es vorher der Fall hatten. Inhaltlich sind wir natürlich auf die Unternehmen, deren Input und deren Ideen, deren Anregungen angewiesen und das wollen wir ja auch haben und ich glaube aber, dass wir das so, wie wir das jetzt organisiert haben, auch mit den Working Groups, dass das total gut kompatibel ist mit dem, was die Unternehmen in ihrem Kerngeschäft tun, im Daily Business tun und dass die Initiative sozusagen für die ein gutes Add-on ist, das auch einen konkreten Mehrwert schafft. Weil die Unternehmen profitieren ja auch von der Vernetzung. Sie profitieren ja auch davon, wenn die Politik Vorschläge, die wir entwickelt haben, zum Beispiel aufgreift. Und deshalb, glaube ich, lässt sich das sehr, sehr gut miteinander zusammenbringen und vereinbaren. Wie schwierig war es, Unternehmen zu gewinnen? Ihr hattet 25, 26 sind jetzt Gründungsmitglieder und Verbände noch dazu. Wenn man sich die Liste anguckt, ist das wirklich ein großes Portfolio, bunt gemischt aus allen Bereichen der Raumfahrt und Nicht-Raumfahrt. Wie schwierig war es, die zusammenzukriegen, die jetzt Gründungsmitglied sind? Also ich muss sagen, ich bin überrascht, wie schnell und relativ einfach das ging. Ich will nicht sagen, dass es für viele ein No-Brainer war, aber es ging doch relativ schnell. Das Unternehmen, als wir denen das vorgestellt haben, Startups haben gesagt, wir haben das vor, relativ schnell die gesagt haben, Mensch, das ist eine tolle Idee. Auf sowas haben wir eigentlich gewartet, sowas branchen- und industrieübergreifendes gab es bisher nicht und das passt genau rein. Und deshalb haben wir relativ schnell eine kritische Größe erreicht und wir haben jetzt 28 Unternehmen plus 5 Verbände. Der überwiegende Anteil der Unternehmen sind Startups, New Space Startups, aber wir haben eben auch große etablierte Unternehmen wie eine SAP, eine Munich Re, Kali und Salz, Deutschlands größter Rohstoffkonzern. Also wirklich eine spannende Truppe, die für dieses Thema brennt und, glaube ich, auch entsprechende Expertise und auch Gewicht mitbringt. Was muss ein Unternehmen mitbringen, um zukünftig Mitglied in dieser Initiative werden zu können? Gibt es da Voraussetzungen? Also es geht letztlich darum, an dieses Thema zu glauben, Technologien vielleicht heute schon in dem Bereich zu nutzen zu wollen. Und das ist sozusagen die Eingangsvoraussetzung. Es gibt keine Restriktion, was die Größe angeht. Es gibt keine Restriktion, was die Mitarbeiterzahl oder den Umsatz angeht. Es gibt auch keine Restriktion, was die Branche angeht. Im Gegenteil, wir wollen ja auch andere Branchen, die bisher mit der Raumfahrt nichts zu tun hatten, dabei haben. Wie zum Beispiel den Verband Land und Forst, wo ganz viele Land- und Forstwirte in Deutschland organisiert sind und mit dabei sind. Und das zeigt, glaube ich, auch, wie stark Raumfahrt und New Space schon im Alltag angekommen ist, weil diese Akteure, für die ist es selbstverständlich, dass sie das heute schon nutzen. Jetzt haben wir in der Präsentation gesehen, dass es Working Groups gibt, in denen habt ihr schon zusammengesessen oder in denen haben die Teilnehmer schon zusammengesessen. Eine Folie, die letzte in der Veranstaltung, bildete ab, was die nächsten Schritte sind. Unter anderem die Teilnehmer in der Münchner Sicherheitskonferenz, ILA, Tag der Industrie, IAA und BDI. Wann wird es das erste Mal was von dieser Initiative zu sehen geben? Oder ist das nur auf diesen Veranstaltungen sichtbar? Also wir werden 2 Dinge jetzt vorantreiben. Erstens, wir wollen
das Thema und die Unternehmen zusammenbringen mit Unternehmen und Akteuren, die bisher damit wenig zu tun hatten. Und dafür werden wir nutzen Formate, die wir als BDIE haben. Also wir haben ja einen riesen Outreach, der BDI hat 100.000 Mitglieder, alles Industrieunternehmen. Und dieses Gewicht, das wollen wir da reinbringen und wollen wir für die Raumfahrt nutzen. Und das werden wir tun, indem wir die Initiative jetzt immer mitnehmen und prominent platzieren. Zum Beispiel beim Tag der deutschen Industrie, das ist unser größtes Event. Bei der Hannover Messe, das ist die weltgrößte Industriemesse. Wir werden das Thema mitnehmen bei der ILA oder der IAA, der Automobilmesse, um zu zeigen, New Space gehört da dazu, ist ein integraler Bestandteil. Und das Zweite, was wir tun werden, ist, wir werden konzeptionell Vorschläge erarbeiten und entwickeln. Das ist das, was wir in den Working Groups tun. Das hat heute begonnen. Wir haben heute schon Sprecher gewählt am ersten Tag. Wir haben 4 Working Groups eingesetzt. Eine, die den Rechtsrahmen bearbeitet, eine, die das Thema Industrie 4.0, Connectivity, Cybersicherheit macht. Die dritte Gruppe macht das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Landwirtschaft und die vierte das Thema Mobility. Und in diesen Arbeitsgruppen werden wir jetzt ganz konkrete Vorschläge entwickeln, die wir Anfang des Jahres dann an die neue Regierung übergeben werden, mit dem Ziel, das New Space-Ökosystem und die Vernetzung weiter zu befördern. Jetzt hat Josef Aschbacher in seinen Grußworten nochmal explizit die Zusammenarbeit zwischen dem BDI und der ESA gelobt und gesagt, dass er sich auf eine Intensivierung freut. Erwartet ihr euch von der ESA Unterstützung? Also wir haben uns sehr gefreut, dass Herr Aschbacher heute dabei war, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was er im Moment alles so auf dem Schreibtisch hat, ist das keine Selbstverständlichkeit. Und ja, wir wollen den Austausch intensivieren. Wir glauben, dass die ESA ein ganz wichtiger Akteur ist. Bisher natürlich eher, ich sag mal, klassisch unterwegs. Aber ich glaube, Herr Aschbacher hat die richtigen Ansätze und Ideen, um zu sagen, wir müssen mehr auf kommerzielle Unternehmen setzen, wir müssen mehr Wettbewerb zulassen, wir müssen Dinge vielleicht auch anders machen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Also ein bisschen Blick auch Richtung USA. Und das finden wir gut und da wollen wir ihn unterstützen. Und deshalb glaube ich in der Tat, dass wir da in Zukunft enger zusammenarbeiten werden. Wir können also gespannt sein, was es in Zukunft von der New Space-Initiative zu sehen und zu hören gibt. Aber es zeigt sich bereits jetzt einmal mehr, welche Dynamik in der Branche herrscht. Das heißt, es bleibt auch auf lange Sicht weiterhin spannend. Wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann lasst diesem Video gern ein Like da. Warum? Weil ihr damit in erster Linie den Algorithmus von YouTube trainiert und in Zukunft relevantere Vorschläge bekommt. Wenn euch gefällt, worüber ich in meinen Videos berichte, dann abonniert gern meinen Kanal. Und mit einem Klick auf die Glocke verpasst ihr garantiert keinen Upload mehr. Übrigens gibt es News und Updates aus dem deutschen und europäischen Newspace auch auf der Webseite astrodrom.com. Auf LinkedIn, Twitter und Instagram gibt es weitere spannende Beiträge zu relevanten Themen aus der deutschen Raumfahrt. Außerdem trefft ihr mich regelmäßig auf Discord. Wenn ihr mir bei meiner Arbeit unter die Arme greifen und Interviews wie dieses auch zukünftig ermöglichen wollt, dann freue ich mich über eure Unterstützung als Patron. Schön, dass ihr dabei wart und vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Euer Micha. What are they like?